Die Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Das Renteneintrittsalter soll weiter steigen und ab 2028 sollen 2% mehr von deinem Brutto abgehen. Das steht in einem Bericht, der vor wenigen Tagen an die Bundesregierung ging. 33 Vorschläge, wie deine Rente neu umgebaut werden soll. Klingt erstmal nach blöden Nachrichten, ist aber vor allem eins: ein Weckruf. Und zwar für dich, wenn du heute zwischen 25 und 55 bist. Denn das hier trifft nicht die heutigen Rentner. Es trifft vor allem dich. Ich zeige dir heute 4 Punkte, die wirklich relevant sind und was davon tatsächlich nur Schlagzeile ist. Und am Ende verstehst du, warum der Staat dir mit genau diesem Bericht sagt: verlass dich nicht allein auf ihn. Ganz kurz, woher das überhaupt kommt, sonst ergibt der Rest natürlich wenig Sinn. Denn die Regierung hat eine Kommission eingesetzt, 13 unabhängige Experten, Ökonomen, Sozialwissenschaftler, dazu die Chefin der Rentenversicherung als Beraterin. Über ein Jahr Arbeit, knapp 20 Sitzungen und am 23. Juni kam nun der Bericht. Wichtig, das ist noch kein Gesetz, das sind Empfehlungen, Vorschläge. Noch nichts davon gilt automatisch, auch wenn manche Schlagzeile gerade so tut. Das ist gerade in der Mache. Beschlossen ist bisher nämlich nur eine Sache: dein Rentenniveau bleibt bis 2031 stabil bei 48%. Das hat der Bundestag im Dezember festgelegt. Was nach 2031 passiert, ist noch offen. Und genau da setzt die Kommission an. Allerdings, warum überhaupt? Nun, schauen wir uns mal die Zahlen an. Heute kommen auf 100 Leute im Arbeitsalter etwa 32 Rentner. 2040 sind es 45. Die Babyboomer gehen in Rente und immer weniger Junge zahlen für immer mehr Alte. Die Folge ohne Reform: dein Beitrag steigt von 18,6 auf über 20% und trotzdem sinkt das Rentenniveau. Und beides geht gleichzeitig halt nicht mehr. Und deshalb diese 4 Vorschläge. Schauen wir uns sie doch mal gemeinsam an. Punkt Nummer 1, der Aufreger schlechthin, die Rente mit 63. Heute läuft das so: wer 45 Jahre eingezahlt hat, darf früher in Rente, ohne Abschläge, aktuell mit 65. Fast jeder Dritte, der neu in Rente geht, nutzt das. Die Kommission sagt: abschaffen. Real Talk, warum eigentlich? Weil die Zahlen unbequem sind. Denn wer das nutzt, bekommt im Schnitt 1.677 € mehr Rente. Ein Drittel mehr als der Normalfall. Und jetzt kommt der Punkt, der wehtut. Es profitieren vor allem die, die es am wenigsten brauchen. Also Besserverdiener, Gesunde, Menschen mit lückenloser Karriere. Laut Bericht überwiegend Männer. Und wer Lücken hatte durch Kindererziehung, Krankheit oder Teilzeit, kommt selten auf die 45 Jahre. Sprich, vor allem auf Frauen. Allerdings jetzt die Entwarnung, die geht im Lärm völlig unter. Wenn du kurz davor bist, verlierst du nichts. Was du dir aufgebaut hast, bleibt. Das nennt sich Vertrauensschutz. Und es fällt nicht ersatzlos weg. Wer aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht mehr kann, soll trotzdem früher in Rente gehen dürfen. Über eine neue Schutzrente. Was sich aber für alle ändert: auch die normale Frührente mit Abschlägen rückt nach hinten, also von 63 auf 64. Punkt Nummer 2, du sollst länger arbeiten. Die Kommission will das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Klingt kompliziert, ist aber relativ simpel. Werden wir im Schnitt älter, arbeiten wir auch ein Stück länger. Konkret soll die Grenze ab 2031 von 67 auf 67,5 steigen. Ein halbes Jahr verteilt bis 2041. Die Regel dahinter: von einem gewonnenen Lebensjahr gehen 8 Monate ins Arbeiten und 4 in die Rente. Jetzt das Wichtige gegen die Aufregung: das ist keine Rente mit 70. Vielleicht hast du die ein oder andere Schlagzeile gesehen, sie stimmt so nicht. Es geht um ein halbes Jahr langfristig mit Jahren Vorlauf und es soll genauso für Beamte gelten. Und eine Sache noch, damit du hier nichts durcheinander bringst: das hat nichts mit der Aktivrente zu tun. Die gibt es schon seit Anfang 2026. Das ist ein Steuerbonus, wenn du im Rentenalter freiwillig weiterarbeitest. Also ein komplett anderes Thema. Punkt 3, und der ist wirklich neu. Und der Plot-Twist ist: ausgerechnet der Staat will jetzt an die Börse. Die Idee heißt gesetzliche Kapitalrente. Das Vorbild ist Schweden. Die machen das schon seit über 20 Jahren für Millionen von Menschen und das auch ziemlich erfolgreich. Und so funktioniert es.
Zusätzlich zu deinem normalen Rentenbeitrag kommen 2% dazu. Schrittweise ab 2028. Ein Beispiel, bei 4.000 Euro brutto sind das 80 Euro im Monat. Die Hälfte zahlt dein Arbeitgeber. Für dich bleiben rund 40. Ja, das ist erstmal eine Abgabe, aber das Geld ist nicht weg. Es landet auf einem Konto, das dir gehört. Allerdings eine Sache musst du wissen, vererben kannst du es nicht. Das ist kein privates Aktiendepot. Es bleibt immer noch Sozialversicherung. Das Risiko wird allerdings auf alle verteilt. Spannend ist das Prinzip dahinter. Also breit gestreut anlegen, lange laufen lassen und vom weltweiten Wachstum profitieren. Genau das, was eigentlich im Kapitalmarkt seit Jahrzehnten funktioniert. Und das ist eigentlich die gute Nachricht in dem ganzen Bericht. Diesen Hebel fürs Alter am Kapitalmarkt vorsorgen kannst du längst selbst nutzen oder nutzt ihn vielleicht selber schon mit ETFs, privaten Renten. Du musst nicht also auf den Start und auf 2028 warten. Punkt 4. Und wenn du jetzt selbstständig bist, jetzt wird es konkret für dich. Denn bisher entscheidest du als Selbstständiger selbst, wie du fürs Alter vorsorgst. Die Kommission will das nun ändern. Selbstständige sollen in die gesetzliche Rente. Per Pflicht. Aber, und dieser Unterschied geht in den Schlagzeilen oft unter, es wird differenziert. Denn wer neu gründet, kommt rein, ohne Wahl. Wer heute schon selbstständig ist, darf rausoptieren, ohne Bedingung. Also deine bestehende Vorsorge ist geschützt. Niemand reißt dir deine Verträge weg. Und für Gründer gibt es 3 Jahre Schonzeit mit halbem Beitrag. Und damit das Ganze auch fair bleibt, soll es übrigens nicht nur die Selbstständigen treffen. Auch Beamte sollen rein, Abgeordnete, Vorstände großer Konzerne. Also auch die, die solche Gesetze am Ende beschließen. Und mal schauen, wie schnell das dann auch am Ende geht. So, und jetzt die eigentliche Botschaft, die, um die es wirklich geht. Warum denn dieser ganze Umbau? Es ist ganz einfach. Das System muss bezahlbar bleiben. Also mehr Einzahlereien, etwas später in Rente und die Renten steigen langsamer. Alles, damit die Babyboomer-Welle das System nicht sprengt. Und wichtig, deine Rente wird nicht gekürzt, aber sie wächst künftig langsamer als bisher. Und jetzt kommt der Satz, der alles ändert. Denn die Bottomline ist, die Kommission setzt sich selbst ein Ziel. 70% deines letzten Nettos sollst du im Alter haben. Und sie sagen glasklar, das schafft die gesetzliche Rente nicht allein, nur zusammen mit betrieblicher und privater Vorsorge. Heißt also im Klartext, der Staat bestätigt schwarz auf weiß, was eigentlich sehr unbequem ist. Auf die gesetzliche Rente allein kannst du dich nicht verlassen. Ein Beispiel, und merk dir das bitte, deine Lücke ist individuell. Schau also selbst nach. Sagen wir, du hast heute 2.500 Euro netto. Um deinen Lebensstandard im Alter zu halten, brauchst du etwa 70% davon, rund 1.750 Euro. Und die gesetzliche Rente bringt aber nur 1.400 Euro. Bleibt also eine Lücke von 350 Euro jeden Monat. Und auf 20 Jahre Rente sind das über 80.000 Euro. Die Frage ist also nicht, ob du etwas tust, sondern wann du damit anfängst. Denn je früher, desto mehr arbeitet die Zeit für dich. Stichwort Zinseszinseffekt. Fassen wir nun zusammen. Die Rente mit 63 soll fallen. Das Renteneintrittsalter soll steigen. Eine Aktienrente soll kommen und Selbstständige sollen einzahlen. Also alles Vorschläge, vieles für die Zeit nach 2031. Aber die Richtung ist eindeutig. Und 2 Hausaufgaben für dich nun. Am besten heute. Also erstens, schau nach, wo du wirklich stehst. Deine Renteninformation kommt per Post, jedes Jahr üblicherweise. Oder du holst dir die digitale Rentenübersicht auf www.rentenübersicht.de. Da siehst du die gesetzliche, betriebliche und private Ansprüche an einem Ort. Zweitens, sei ehrlich zu dir. Wie groß ist die Lücke zwischen dem, was du brauchst, und dem, was wirklich kommt? Und wenn du wissen willst, wie deine Lücke konkret aussieht und was zu dir passt, buch dir heute noch gerne ein kostenloses Orientierungsgespräch. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Und eins noch, dieser Bericht ist erst der Anfang. Wenn die Reform tatsächlich beschlossen wird, mache ich das in einem Update-Video. Mit dem am Ende, was tatsächlich dann auch eintrifft. Also abonniere den Kanal, dann verpasst du nichts. Hau die Glocke rein und der Kanal ist ziemlich neu und jeder einzelne von euch zählt da richtig mit. Ich bin Panna von GoBroker, dein digitaler Versicherungsbroker, und ich freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wiedersehe. Bis dann.